Freiheit ist für mich, dass man, um die Freiheit zu leben, oft gezwungen ist, die Grenze der Unvernunft zu überschreiten oder zumindest eine Grenze, wo 90% der Leute sagen, das ist unvernünftig. Das ist Freiheit. Du musst, um Freiheit zu leben, auch Grenzen überschreiten. Dieser Brief richtet sich an alle Abenteurer, Entdecker und Verrückte. An die Pioniere, die dort draußen auf der Suche nach der Freiheit im Leben sind. Es mag nicht immer einfach sein, der Weg manchmal steinig und das Ziel in weiter Ferne. Doch am Ende wird es sich lohnen. Es zieht uns hinaus, weit weg vom sicheren Zuhause, in fremdes Terrain, neue Kulturen zu entdecken und besondere Menschen kennenzulernen. So allein kann vieles verbinden. In unserem Fall verbindet sie Freundschaft und Abenteuer und führt uns durch neues und fremdes Terrain. Genauer gesagt durch Norwegen. Das Ziel war einfach in Norwegen, dass wir möglichst schöne, geile Gipfelflanken mit den Skifahren, eine lässige Zeit zusammen haben und das Ganze mit einem Slackline-Trip verbinden, dass wir da einfach eine coole Aktion in die Berge reißen. Man fährt da diese einsamen Straßen und um und herum sind diese abnormal geilen Berge, die einfach unverspurt sind und nur darauf warten, dass man sie besteigt. Oder man sieht da 1000 Slacklines, die man vielleicht machen könnte und die einfach nur darauf warten, gemacht zu werden. Also es war ein super Gefühl, wo zum Kämmer in Norwegen. Und dann ist die Planung losgegangen. Ja, wir waren auf der Suche nach der perfekten Line. Skifahren und Slacklinen enorm. Aber was ist eigentlich die perfekte Line? Wir sind der Meinung, wir haben sie gefunden. Also an dem Spot eine Highline aufzubauen, auf den Gedanken muss man erstmal kommen. Wir haben versucht, alles bis ins Detail zu planen und in der Theorie und in unsere Köpfe muss es funktionieren. Eine gewisse Ungewissheit ist natürlich immer dabei. I'm free from living lies, free from my own deception, headed the right direction. I walk through the fields of mud. I thought I'd find a shelter in you, a perfect sky. Dann haben wir uns vorbereitet und haben uns gleich in der Früh auf den Weg gemacht.
Der Aufstieg war relativ lang. Die Rinne wird oben aus immer steiler. Also die letzten 500 Höhenmeter muss man in einer steilen Westrinne bewältigen. Das natürlich nur mit der Anforderung, dass man da insgesamt 60 Kilogramm Slackline-Equipment nur mit aufschleppt auf den Berg. Das macht es natürlich nicht leichter. Je länger man an diesem Berg ist, desto gefährlicher ist es. Also das größte Risiko, was man vor Ort eigentlich hat, ist das Wetter. Wenn das Wetter umschlagt und so eine Wetteränderung kommt, dann wird es einfach sauschnell, saulawinengefährlich. Dann waren wir endlich oben an dem Sattel, wo jetzt andere Alpinisten fertig sind mit dem Abenteuer, weil sie einen Gipfel erreicht haben, fängt bei uns eigentlich die Arbeit erst an. Man muss die Anker ausgraben und besteigen. Man muss die Anker bohren, mobiler Ankerbau. Man muss die Slackline über die Gap, also vom Fixpunkt A zum Fixpunkt B ziehen. So beginnt dann eigentlich erstmal der Aufbau der Line. Diese ganze Arbeit, diesen ganzen Aufwand betreibt man dann nur für diese eine Begehung. Michi! Joe! Sieht! Wir haben jetzt 130 Meter Slackline draußen. Der Moritz hat jetzt die Riesenaufgabe, dass es drüben befestigt, was nicht ganz leicht wird, weil wir sehr viel Wind haben, der uns die ganze Slackline einfach unter hohe Spannung setzt. Die kann sie mit der Hand nicht mehr gescheit halten. Das ist abnormal. Wir haben dann auch relativ schnell gemerkt, dass uns die Zeit davor rennt, weil der Wind einfach immer stärker geworden ist und weil es durch den Wind einfach schon relativ kalt war. Derweil ist schon das Wetter aufgezogen, es war schon leicht bewölkt und immer stürmischer. Wegen der Kälte ist das ganze Filmequipment abgeschmiert, also alle Akkus eingefroren. Die ganze Slackline ist eingefroren. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo wir dann eigentlich fertig waren mit dem Aufbau, haben wir entscheiden müssen, dass es keinen Sinn mehr macht und dass wir jetzt dann abbrechen müssen. Haben die Line wieder abgebaut und das Equipment haben wir alles oben am Sattel vergraben und haben geschaut, dass wir möglichst schnell von den Berg runterkommen. Du Maxi, du musst jetzt gleich essen, gell? Wir wollten zwar sofort am nächsten Tag wieder auf den Berg rauf, allerdings hat es nicht nur für den nächsten Tag, sondern sogar für 4 Tage mindestens schlecht Wetter gesagt, ohne Besserung. Dann ist uns nichts überblieben, als im Wohnwagen zum Sitzen und uns die Zeit totschlagen. Am nächsten Tag haben wir einige Versuche gestartet, am Berg zu gehen, wenigstens Skifahren zu gehen. Also ich bin gerade beim Spotscouten am Store Kiosti da oben. Das Wetter ist leider sehr schlecht. Es schneit, ist eiskalt. Und ich denke, ich werde jetzt umdrehen, ich bin allein unterwegs. Keine Chance, da heute irgendwas auszurichten.
So ist die Zeit vergangen und natürlich hat er schnell dann Langeweile eingesetzt. Wir sind alle in diesem winzigen Wohnmobil gesessen, das scheinbar ein wenig kleiner geworden ist. Und dann ist uns natürlich eingefallen, dass wir einfach nur das machen können, was wir am besten können. Eine Monika. 23. Ja, das ist ein zweites Zieher auspackt. Der ist auch ausziehbar. Nach weiteren 2 Tagen im Wohnmobil haben wir dann auch irgendwann selber angefangen zum Zweifeln. Es war nach wie vor keine Wetterbesserung in Sicht. Die ganze Planung und Vorbereitung nicht doch vielleicht für die Katz war und das ganze Training. Die Lawinengefahr war weiterhin hoch. Wir haben aber einen Hang gefunden, wo wir auf jeden Fall sicher waren, dass man fahren kann. Scheiße, da ist Eis! Dann sind wir eigentlich doch einen relativ steilen, aber sicheren Westhang reingefahren. Geile Abfahrt. Ein Land aus einer anderen Perspektive betrachten. Gleitschirmfliegen im Iran. Ein Land, das in unseren Medien eher durch negative Schlagzeilen bekannt ist. Aber wir wollen uns selber ein Bild machen. Bei den Protesten gegen die iranische Führung sind Amnesty International zufolge mehr als 100 Demonstranten getötet worden. Es gibt kaum ausländische Medien im Land. Action!
Ja, wir sind jetzt hier in Teheran. Die letzten Tage waren ziemlich durcheinander. Wir haben relativ ungeplant das Ganze angegangen oder improvisiert angegangen. Wir haben den Flug gebucht und sind dann nach Teheran geflogen. Ein Visa hat man dann nicht bekommen, weil wir einfach zu spät das alles angemeldet haben. Ja, wir haben dann relativ lang am Flughafen warten müssen und es war auch nicht sicher, ob wir das Visa bekommen. Wir durften da auch nicht filmen. Wir haben relativ viel Equipment mitgenommen, was wir eigentlich auch nicht wirklich dürfen. Das heißt, das war alles ein bisschen unsicher noch, wie das verläuft. Wir haben noch nicht viele Informationen, da wir nicht viel reden konnten mit den Leuten hier, weil das Internet eben ausgeschaltet war. Hier gab es relativ viel Proteste, politisch bedingte, in der letzten Woche. Und jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir hier so gut wie möglich versuchen, Fuß zu fassen. Dann wollten wir erst an den Mount Haftan fahren, ganz im Süden unten bei Belutschistan. Das hat sich dann als nicht so gut herausgestellt, weil wir brutal gewarnt worden sind vor den Konflikten, die da unten sind. Achtung! Dann haben wir erst vor Ort schauen können, was wir überhaupt machen können. Und das hat sich natürlich gezogen. Dann haben wir die ersten 3 Tage eigentlich verbraten. Was wir wussten, war, dass man keine Drohnen und keine Kameras mitnehmen durfte. Spionageverdacht. In Teheran sind wir 3 Tage gesessen, ohne dass was weitergegangen ist. Und dann haben wir was machen müssen. Also wir sind einfach zur Autovermietung gegangen und haben unser Auto gemietet. Und mit dem sind wir dann losgefahren. Losgefahren ins Ungewisse. Weil ohne Internet, ohne Medien hat man da einfach wenig rausfinden können. Und wenig planen können, wenig vorbereiten können. Als dann doch wieder ein bisschen Internet zur Verfügung gestanden ist, haben wir Gott sei Dank den Armin gefunden. Der Armin ist ein saucooler Typ, ein Iraner. Den haben wir dann besucht in Gorgan. Und der Armin hat uns dann rausgebracht und hat uns dann endlich in die Luft gebracht. So gut, dann einfach mal wieder in die Luft zu kommen und einfach mit Freunden zum Fliegen, das war einfach ein Motivationsboost vom Feinsten. Und nachdem wir endlich wieder Luft geschnuppert haben und die Motivation wieder hergestellt war, haben wir auch wieder Sachen probieren können. Erst einmal auf ein paar Berge sind wir hochgelaufen, einfach mal was zum Machen und zum Fliegen zum Kommen. Kurz bevor die Front reinkommen ist, die Wolken hat sie über die Pässe drüber geschoben, aber wir waren motiviert.
Und solange es noch safe war, haben wir gesagt, gehen wir einfach nur in die Luft. I'm free from living lies, free from my own deception, headed the right direction. I walked through the fields of mud. I thought I'd find a shelter in you, a perfect sky. Yeah, your heart is full of breath. Got you. Trying to move on, raise my head to the horizon when I know what's to come. I'm scared to be alone, stuck at the same place that we've been, but I cannot get out. Doors open, doors close in my heart again. How long it'll take till I go the pain? Your walls between us. Gleitschirmfliegen muss nicht immer das höchste und das weiteste und das abgefahrenste Erlebnis sein. Aber einfach einmal mit Freunden in der Luft zu sein und einen Spaß zu haben. Und dann wollten wir aber auch was anderes sehen. Und das schlechte Wetter, das verfolgt die einfach. Also sind wir losgefahren zu den Rainbow Mountains. Und es war einfach so eine geile Landschaft. I stand beneath your sun. Keine Ahnung, wie das zustande kommt. Aber uns war klar, da wollen wir fliegen. Und dann sind wir halt einfach losgelaufen. The wild dogs bark, but wait, stand still. They'll chase you down, but we don't kill. The gray seems grayer in your eyes, the bright shade of your blue is light. Und wo wir oben waren, hat einer der Wind passt. Wie geil ist denn das eigentlich? Also auspacken, fertig machen und in die Luft. Und wie viel braucht man eigentlich zum Glücklichsein? Ein schöner Tag, ein Top-Startwind und You say everything, everything. Everything's just perfect. Everything, everything. Everything's fine. You say everything, everything. Everything's just perfect. Woo!
Bitte. Schön vom Gesicht so. So? Also nochmal? Ja. Okay, perfekt. Das schaut voll geil aus irgendwie. Okay, und immer dann reden. Und bitte. Ja, also, Kirgisistan. Nein, jetzt habe ich es nicht verstanden. Einfach jetzt eine Kurzfassung erzählen von unserem Trip. Genau, also am besten schafft das in 5 Minuten. Okay. Okay. Ja, also Kirgisistan 2019, die Expedition. Für mich war das eines von den spontansten Sachen und eigentlich eines von den größten Sachen in meinem Leben. Ich bin ja eigentlich für einen Bekannten eingesprungen. Der Philipp hat mich 3 Wochen vorher kontaktiert, ob ich nicht Zeit hätte, dass ich da eben nach Kirgisistan fliege und da das Projekt mache. Beim Hinweg zum Flug hat es dann noch Probleme gegeben. Wir waren einfach etwas zu spät an, die S-Bahn ist dann nicht gefahren. Das heißt, wir haben nur irgendwo einen Leihwagen herkriegen müssen, damit wir überhaupt unseren Flug kriegen. Und erst dann, wenn wir wirklich im Flug gesessen sind, zu dritt, haben wir gewusst, okay, jetzt starten wir eines von unseren größten Projekte, was wir wahrscheinlich jemals machen werden. Wir sind eben in ein ziemlich fremdes Land gekommen, haben dann damals geschaut, dass wir ein wenig was vom Land sehen und dass wir einfach ein bisschen runterkommen und entspannen können, bevor es oft wirklich ins Gebirge geht. Wir haben uns einen mordsmäßigen Jeep ausgeliehen und sind einfach mit dem quer durch das ganze Land geglüht und haben extrem viel von dem Land sehen können. Sind auch an Ecken gekommen, die was touristisch noch komplett unerschlossen waren. Also wir haben ziemlich viel und ziemlich echte Sachen von deinem Land mitkriegen können. Der Roadtrip davor, vor deinem Projekt oder vor der Reise wirklich am Berg, war für das Team Spirit eines von den wichtigsten Sachen. Wir haben uns noch nicht so gut gekannt und gerade da hat man dann einfach schon irgendwie gemerkt, okay, wir ziehen alle am gleichen Strang. Es ist eine brutale Gemeinschaft da, es ist relativ schnell eine Freundschaft sogar entstanden und wir haben einfach brutal viel Blödsinn gemacht und das war einfach für mich persönlich eine sehr wichtige Sache. Gratuliere meine Mama! Flag and call it quits. So I keep on pushing through. Oh, with every step my heart it pounds. Yes, so sure I've had my doubts, but I must keep pushing through. Für Teufel! Yeah. Hey Leute, willkommen vom Stupauer Gletscher. Keep on pushing through. Oh, with every step my Mein du, Kind, du, warum liegt denn in mein GoPro ausschalten? Ich finde mich an. GoPro ausschalten. Ausschalten! Okay, fick dich einfach. Am Weg haben wir dann erst einmal einen Gletscher angesteuert. Wir sind irgendwo ins Gebirge reingefahren und mitten zu dem Gletscher hin mit unserem Jeep und direkt davor parkt sozusagen auf knappen 4000. Und es war ein super cooles Gefühl, dass man einfach sagt, wow, wir sind jetzt da und da war vermutlich noch keiner vor uns.
Wagner und Zwins Koloa extrem. Das ist Eiswand. Echt? Ja. One shot, now the future is yours. Go! Yeah, I was building on a lecture. Verses coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme. The true style trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one shot for the kill. The priest cut freeze up, straight dropping the chills. I'm talking taking over pieces and shares. A bomb break sky high. Check the movement is here. Yeah, it's one heart, one shot. Now the future is yours. Go! Turning dreams into reality. In the lab with the formula and chemistry. The memories spark and motivate and make the industry shake. We put the balls in the brakes. I'm talking one. It's one all, one shot. Now the future is yours. Go! Geilo! So you see what I've been telling you. It's nothing like it seems. What I've been telling you. Oh, you'd learn what I mean if you came. But the risk, are you willing to take? Das Land ist halt unbeschreiblich. Man hat so große Weiten, es ist alles so viel größer als bei uns. Man sieht so ein komplett neues Land und das weckt so den Abenteuergeist und man möchte halt irgendwie alles entdecken. Das war einfach für mich persönlich eine sehr wichtige Sache, ja, dass man einfach sagt, okay, mit den Burschen, mit denen gehe ich jetzt wohin, wo es echt ein paar Mal gefährlich werden kann, wo es ein paar Mal grenzwertig werden kann. Und mit deinen Burschen, auf die kann ich mich verlassen und da hat das Ganze einen Sinn. Nach diesem Roadtrip, der war natürlich auch nicht ganz ohne Blödsinn oder einfach ein paar Sachen stattgefunden hat. Wir haben einfach extrem viel erlebt bis dahin schon mal. Lustige Sachen vor allem, ist dann einfach echt ernst geworden. Wir haben uns wieder komplett zusammengerissen. Wir haben nochmal echte Tourenplanung gemacht in der letzten größeren Stadt in Osch. Es hat gefühlte 40 Grad und in unserem Zimmer hat es 50 gehabt. Jetzt haben wir uns über Nacht einen Ventilator geladen, dass wir es irgendwie aushalten haben können. Und ich freue mich jetzt echt, wenn es dann mal ins Basislager geht, weil da ist ein bisschen kälter wenigstens. Und dann ist es einfach losgegangen. Wir haben unseren persönlichen Fahrer gehabt, der uns bis aufs Basislager auf 3600 Meter gefahren hat. Ja, das hat auch gefühlt eine Ewigkeit gedauert. Sehr überraschend war trotzdem, dass man relativ schnell dann das Bergmassiv gesehen hat und einfach da der Peak Lenin, unser Ziel von der ganzen Expedition, schon von der Weiten einfach ausgestrahlt hat mit seiner mächtigen Nordwand. Einfach, dass man den schon gesehen hat, das war eines von den kurz einmal emotionalsten Momente überhaupt vor dem Bergsteigen. Und dann hier angekommen im Basecamp,
dann ist eigentlich die Expedition jetzt so richtig losgegangen. Und ab dann hat man irgendwie gespürt, okay, Burschen, jetzt sind wir da, wo wir eigentlich sein wollen, jetzt geht's rund. Okay, man kommt dann mit dem Jeep ins Basecamp und man kommt dazu und lädt erstmal sein Gepäck aus und beim Ausladen ist mir schon in den Kopf geschossen. Fuck, das Ausladen ist das eine, aber wie soll man das da alles den Berg aufschleppen? Weil insgesamt haben wir um die 130 Kilo Gepäck dabei gehabt. Und ja, das zieht sich dann schon ein bisschen. Ist klar, oder? Trinken wir mal, dass wir gesund bleiben. Auf die Gesundheit. Ah! Strohbier! Also grausig wie der ist, muss der gesund sein. Ja, eigentlich, also es liegt eigentlich alles verteilt da, was wir jetzt so für die nächsten 3 Wochen mitgenommen haben. Ganz wichtig natürlich, was wir bis jetzt noch nicht gesehen haben, unsere Ski-Equipment. Also wir sind tatsächlich heuer die Ersten, was wir bis jetzt mit den Ski unterwegs sind. Ja, ganz wichtig auch unsere Apotheken in deinem Land ist einfach, dass man eher schauen sollte, dass man selber alles mit hat. Ja, ganz wichtig für die Gesundheit. Ein wenig an Sprit und ja, der Schnaps ist der Sprit. Ja, und sonst halt das ganze Persönliche, also viel gewarnt. Es ist jetzt schon ein bisschen kalt, gerade mit dem Wind. Und jetzt sind wir schon erst auf 3,6. Dann, ja, viel Essen, ganz wichtig. Also das ist so ein wenig unsere Vorratskammer für den nächsten Tag. Hinten unsere Zelte haben wir jetzt auch schon aufgebaut. Jetzt schaut es noch extrem wild aus. Das größte Kopfzerbrechen, was wir gerade haben, ist, dass wir das alles, was da jetzt so liegt, auch wirklich aufschleppen müssen. Also das ist gleich die größte Herausforderung. Das wird erst so richtig ersichtlich, was wir alles mit haben, wenn man es da so aufgeteilt hat. Ja, Akklimatisierungstour haben wir heute die erste gemacht. Das ist eigentlich das Allerwichtigste bei so einem Projekt, weil man sich einfach extrem viel Zeit lassen muss, dass man richtig gut akklimatisiert. Im Basecamp dann angekommen haben wir einfach gewusst, okay, jetzt geht es einfach um das, für was wir uns, wenn auch kurz, trotzdem vorbereitet haben. Jetzt geht es ums Bergsteigen. Ja, das Gepäck ist eigentlich fast unpackbar viel. Wir haben eigentlich 3 Säcke mit jeweils 25 Kilo und dann noch einen riesengroßen Materialsack, wo die ganzen Ski und das ganze Kletterequipment drin sind, mit bis zu 40 Kilo. Also wir haben richtig viel geschleppt bis jetzt und das wird morgen oder den nächsten Tag eigentlich nicht wirklich weniger. Dann schon nach dem zweiten Tag gesagt, okay, wir brechen auf ins vorgeschobene Basislager auf 4400, dass wir einfach Meter machen. Wir waren einfach heiß aufs Bergsteigen, wir wollten etwas machen, wir wollten was erreichen und das war vielleicht auch ein bisschen zu schnell. Aber wie geht's das so? Welcher was?
Wie ist die Lage? Belastend. Auf geht's, Fipsi! Ei, 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 ei. Am vorgeschobenen Basislager, also am ABC, angekommen, ist am ersten Abend mir einfach grundzellendig gegangen. Ich habe Fieberschübe gehabt, ich habe eigentlich keinen Appetit mehr gehabt. Nächsten Tag in der Früh wesentlich besser gegangen. Also ich habe eigentlich fast kein Fieber mehr gehabt, ich habe eigentlich auch keine Probleme mehr gehabt mit Kaffee. Ich habe mich in der Nacht relativ gut erholen können. Nur bei so einer Sache geht es nur miteinander. Und nur weil mich ich jetzt gut fühle, und in deinem Fall war es dann so, dass sich einfach mein Partner, der Philipp, nicht gut gefühlt hat, muss man halt einfach abwägen, okay, allein geht in dieser Art von Bergsteigen nichts. Darum haben wir dann einfach relativ schnell gesehen, gerade bei der kleinen Akklimatisierungstour in der Höhe, dass einfach der Philipp immer schwächer wird. Dann sind wir eben heute nach einer relativ unruhigen Nacht, haben wir eigentlich in der Früh gleich meinen nächsten Dämpfer gekriegt, wie wir eher gleichzeitig aus unserem Zelt rausgeschaut haben und wir einfach gesehen haben, die ganze Nordflanken ist voll mit Lawinen gewesen. Also da hat es in der Nacht extrem viel runtergehauen. Also wir dann frühstücken gegangen, mir ist heute wieder besser gegangen. Und nach dem Frühstücken das erste Wetterupdate geholt. Das hat ja, extrem schlecht ausgeschaut. Da hat es eigentlich schon gesagt, oder gegen die Erwartungen, was wir gehabt haben, dass einfach eine schlechte Wetterfront kommt. Und ab dem Zeitpunkt war eigentlich klar, dass jetzt mit der Wetterfront, was jetzt kommt, und also die dauert einfach so lang, dass da der Pik Lenin, der ist gestorben. Wir haben jetzt dann noch eine kleine Akklimatisierungstour gemacht, die was aber der Philipp abbrechen müssen hat, weil es dann heute richtig schlecht geht. Also der geht eigentlich eher ein wenig in eine Höhenkrankheit. Ja, jetzt ist selbst der vorgeschobene Gipfel mit den 6000 Meter auch eher an der Kippe. Also im Moment läuft es sehr gegen uns. Ja, wir können jetzt nur schauen, dass sich vielleicht der Philipp plötzlicherweise noch mal extrem schnell erholt über die Nacht. Ja, sonst ist das Projekt gestorben. Und da war es dann eigentlich ganz klar, wir müssen runter, weil so hat das keinen Sinn. Es hat uns dann das Wetter gut eingespielt. Es ist eine kurze Schlechtwetterfront gekommen, dass dann das eigentlich ganz gut ist, dass wir runter können. Auch haben wir das schlechte Wetter nicht oben aushauen müssen, und zweitens hat sich der Philipp unten viel besser regenerieren können und ist ja gesund geworden. Wir waren dann im Basiscamp wieder zurück, nur mit leichtem Gepäck. Wir haben die ganze Skiausrüstung oben lassen im vorgeschobenen Basislager, haben dann im Basecamp unten 3 Tage verbracht. Wir haben uns alle gut regeneriert, haben die Zeit genutzt mit ein bisschen genauerer Tourenplanung für die nächsten Tage, für viel Blödsinn, was die Stimmung natürlich wieder gehoben hat. What up, player? Why you so salty? I still think about it. You can take my Lambo. I'll put on a tight show. You sure you can handle? We be faster than Django.
3. We can take my land up. I'll put on a tight check. You sure you can handle? We be faster than Django. Also vor 3 Tagen sind wir jetzt vom vorgeschobenen Basislager wieder ins Basislager abgestiegen. Im Endeffekt sind wir aus 2 Gründen abgestiegen. Einmal ist mir richtig schlecht gegangen, ich bin irgendwie ein bisschen krank geworden, so ein bisschen fiebrig, Husten, Schnupfen. Und das Zweite war, weil wir jetzt ein Schlechtwetterfenster gehabt haben am Berg oben. Und das wollten wir jetzt hier unten aussitzen im Basislager und nach dem Schlechtwetterfenster wieder aufsteigen. Die letzten 3 Tage waren wirklich so ein Tiefpunkt bei jedem, sage ich mal, weil jetzt sind wir doch schon einige Tage da. Letztes Mal sind wir da vorne am Gepäck gelegen und der Leichenheber hat schon zum Werkeln angefangen. Der hat schon gemessen. Hey, wie lange ist es wo? Am nächsten Tag hat das Wetter sich dann stabilisiert. Wir haben uns am Abend nochmal gesammelt, alles Material gecheckt und perfekt vorbereitet. Die letzten Planungen für den nächsten Tag nochmal getroffen und alles nochmal durchgegangen, dass wir dann eben schnellstmöglich uns bewegen können am Berg. Das war von der Zeit her dann wirklich unsere allerletzte Chance. Also das war der letzte super Tag. Das Wetter hat sich stabilisiert und wir haben gewusst, das ist jetzt wirklich die letzte Chance, jetzt muss es klappen, ansonsten wäre das ganze Projekt gescheitert. Wir sind wieder ganz in der Früh auf und los, aber mit dem Ziel vor Augen, dass wir die Line machen, haben uns durch mehrere bereits abgegangene Lawinen durchgearbeitet, war sehr anstrengend und überraschend große Lawinenabgänge. Allerdings waren die Verhältnisse dann an dem Tag schon sehr stabil. Durch die Rinne selber haben wir mit dem Ski nicht mehr durch können. Es ist einfach eine gewaltige Lawine da durchgegangen und somit war das Gelände einfach so, dass wir die Rinnen aufklettern hat müssen schon fast. Aber zumindest hat es einmal so geschienen, als würde das Wetter stabil bleiben und das hat uns dann schon die Energie gegeben, dass wir sagen, wir kämpfen uns da jetzt bis oben durch. Morgen. Wir sind am Thomastinten. Nach 4 Stunden Aufstieg gibt es jetzt eine kleine Pause und dann werden wir anfangen, die Slackline aufzubauen. Die Slackline wird von hier nach da laufen. Es war dann oben sogar ziemlich warm, vielleicht zu warm.
Geile Line, 120 Meter wahrscheinlich. I've walked this way 1,000 times, but I've never ever sat just here. Wir haben unser Slackline wieder gefunden und haben angefangen, die Line wieder aufzubauen. Nach nur einer Stunde ist die Line komplett gestanden und ich habe mich fertig gemacht für den ersten Versuch. In so einem Moment spürt man einfach alle Eindrücke im Kopf nochmal durch der letzten Tage. Das geht einmal alles nochmal durch den Kopf. Und man versucht dann seinen Kopf frei zu kriegen und sich auf die Line zu konzentrieren. Now there ain't nothing to it. Go ahead and bring Goliath on. Ain't no giant, I ain't gon' fire on. Catch a fade, you I'm wrong, I'm gone. Y'all can catch the wave that I am on. I am icon, y'all are wide wrong. Think that I'm a reconcile born. So ain't nothing to it though. This is on me, ain't got much to do with who you know. Keeping it true to form 10 L's into a milli though. But they already knew that those farewell to your opinions. Know that this is all me, ain't got much to do with who you know. Yeah, keeping it true to form, but they already knew that though. Here we go. I'ma show you who I am unbreakable. I'ma make you understand. Watch me escape it all. The world is in my hands. I am unbreakable. I'ma show you who I am. All that debate and cease and take seats. I hate to be the one say I ain't keep 100. Glad you changing me, we major league. They pay to see the way that we come and compete. It's clear to me you talking off and me. You say the least, you better believe we been through the ringer. We're through to them arenas. Menu that's for dinner or the ring of 5 fingers. And the difference that's between us, read it written in subpoenas. So in other words, the game that need us, we just reinvigorated. Little agitated, how to get them activated. No kind of active ain't it. And my occupation got me agitated, but I'm obligated. Lay the rest of conversating, be an understatement just to say that. This is all me, ain't got much to do with who you know. Yeah, keeping it true to form, but they already knew that though, so here we go. I'ma show you who I am unbreakable. I'ma make you understand. Watch me escape it all. The world is in my hands. I am unbreakable. I'ma show you. Es war die ganze Zeit super windstill und die Sonne hat gescheint. Hat hinter uns in die Südflanke hineingescheint und hat die anscheinend ordentlich aufgeheizt. Das hat dann angefangen, dass zuerst kleine Eisbrocken aus der Flanke rausstürzen. Es war allerdings sehr viel Eis auf dem Gipfel und mit der Zeit hat sich das immer mehr aufgeheizt und es sind immer größere Stickerl runtergeflogen aus der Wand raus und direkt in die Rinne rein, durch die wir abfahren wollten. Es rutscht. Ich würde jetzt echt gern den Hang genießen. Ich würde jetzt echt gern den Hang genießen. Sollen wir es rutschen lassen? Ich kann das nicht einschätzen, aber. Weil irgendwo kommt es schon zum Liegen, oder? Da unten, wo die Lawine endet. Es muss ein schneller Run sein, denke ich. Die Rinne war eigentlich nur noch schwer befahrbar, ja. Sie war nach wie vor eisig und durch die vorhergehenden Lawinenabgänge einfach komplett zerfurcht und relativ anspruchsvoll zum Fahren, vor allem mit den schweren Rucksäcke. Den größten Teil des Equipments haben wir ins Holberg gesteckt und dann rutschend runter transportiert.
Dann ist noch eine kleinere Panne passiert. Der Michi, unser First Camera Assistant, hat beim Fangen von der Drohne einen von den Propeller in seinen Finger reingekriegt. Hat ihn ziemlich tief geschnitten, also es hat ausgeschaut, als wäre der Finger halb ab, hat sauer Blut. Und das kommt noch, der ist noch tiefer da. Rasiert. Weil ich mir beinahe meinen Fingerkuppel rasiert hat. Und wie hast du das geschafft? Da war so eine brutal scharfe Norwegerin beim Fingern glatt, den Finger rasiert. Sag einfach nicht mehr, Michi. Sag einfach, jetzt musst du einfach weigern, egal was er fragt, du sagst einfach nie wieder was für die Kamera. Hallo, das Verbinden ist echt geschissen. Ja, das sagt er gerade. Ich würde mal dagegen machen. Be still, my darling. All is well, my darling. Vieren in 3, 2, 1, los! Oh yeah. Yo, let's do this. Now picture homie rolling. Let me offer my condolence. You don't know just how I'm doing. But the sign is going across me that no one can talk it fluent. That I'm under the influence. The truth is talking to him. But upon the ego, bumping my music, I'm eschewing. I just doing good and taking half the years twisted. I got love for rappers like I do for fucking ex-bitches. And I got that ass though, I'm gonna ask permission if I could kick it. Checking the repertoire, I got that rep on par with the best who did it. Let's get it how I'm living. Shout out to the ones that with them. Think that I wanted to ransom with M's gold dog when I'm in the building. And it kind of ironic, who would've thought that I'd be the hottest? Never came close to being no bitch, but you know Snow was a fucking product. Tell me who for it? When I'm in this spot, I'm supposed to feel it, raising the roof for it. You know that we gonna about the head. Ich habe das Gefühl, wenn man jetzt hier auf eine Sache vorbereitet, ich sage jetzt mal wegen der steile Abfahrt, der steile Line, das geht 2-3 Mal nicht, dann muss man abbrechen, dann ist man ein bisschen frustriert, aber dann das Feeling, wenn man das dann bei guten Bedingungen einfach durchfährt und du stehst da unten und dir schießt Adrenalin rein, das Gefühl brauchst du immer wieder und das lässt dich nicht mehr los, deswegen gehst du in die Berge einfach. Also Freiheit bedeutet für mich einfach die Möglichkeit, mich dorthin zu bewegen, wo genau ich hin will. Und dabei eigentlich keine Rücksicht darauf zu nehmen, wo andere Personen bereits waren, sondern es ist für mich einfach die Möglichkeit, dorthin zu gehen, wo ich will und wo vorher vielleicht auch noch niemand war. Und ob das jetzt auf Ski ist oder mit der Highline, geht es mir eigentlich immer bloß darum, neues Terrain zu entdecken. Und das ist für mich Freiheit, die ich in meine Projekte gerne umsetzen will. Und nur wenn wir da alle an einem Strang ziehen, dann schaffen wir es, solche Dinge zu realisieren und so einen mega geilen Trip zu haben und so das Norwegen-Projekt so gut abzuschließen. Und nach so einem schönen Flug wollten wir einfach mehr sehen. Unser Land wie der Iran, der bietet einfach so viele Möglichkeiten. Also wollten wir irgendwo hin, wo wir noch nie waren, wie in die Wüste. Der Armin hat genau gewusst, wohin. Ein Berg, der genau perfekt im Wind steht, dass man da seinen Spaß haben kann.
ganz allein. Diese Weite, eine Ruhe, wo man nichts hört außer dem Wind, der um einen rumpfeift. Von in der Früh bis am Abend, bis zum Sonnenuntergang einfach keine Energie mehr übrig ist und der Wind einschläft. This is life. With each step you take, there lies a consequence. But sometimes those consequences are relentless, and you feel resentment, especially when that pressure's got you faded from your soul in the distance. But this is life. Wo kann es nach der Wüste dann noch hingehen? In so einem Land voller Kontraste gibt es eigentlich nur eine Lösung. Den Schnee, die hohen Berge und die einsamen Landschaften. Nördlich von Teheran hat es schon gut geschneit gehabt und auf dem Weg in die Berge, auf über 3000 Meter Höhe, kommen wir über den Pass drüber. Und das war so ein geiler Pass. Da war uns klar, wenn es zum Fliegen geht, das wird das Highlight. Wir haben die Schirme auspackt, aber dann war schnell klar, dass es einfach viel zu viel Wind hat. Aber eins war klar, da wollen wir nochmal her. Und wir wollen es nochmal probieren. Huga, Huga. Ein bisschen links davon. Der Plan war eigentlich, da in der Nähe von dem Azad Kut zu campen. Jetzt sind wir aber dahergefahren und wurden direkt zum Tee eingeladen und zum Essen und haben dann gefragt, wo wir da am besten campen können. Und dann hieß es, ein bisschen zu gefährlich draußen mit den Wölfen und Bären, und jetzt dürfen wir da bei dem netten Mechaniker, bei dem dürfen wir übernachten. Ja, die Kommunikation, die war anfangs ziemlich schwierig. Er kann ungefähr 10 Worte Englisch und bis 10 zählen, das hilft einiges. Und alles andere haben wir dann mit Zeichnungen und ein bisschen quasi Übersetzer gemacht, war aber schwerer als gedacht, und er redet immer auf uns ein und wir verstehen überhaupt nichts. Und zurück sind wir wieder an dem Pass vorbeigekommen. Und da war die Frage, ist wieder zu viel Wind oder geht's diesmal? Es war windig, aber es ist ergangen. Und wie es gegangen ist. Welcome to forever, man. Let's go. This forever. No surrender. Yeah. You know that this right here forever. And there will be no surrender. Now allow me to reintroduce myself. They call me J.O.N. to the easy E. Know that we undefeated. Y'all are beneath them speeches trying to air a grievance. But his lines are overhead, better check the air for clearance. Carter Tower, this is ours. Clear the heat, the air apparent. Really, I've never been better. Legacy, this is forever. All the more times I've been severed. I'm raising the bar, you can go ahead and measure. Think about time for a toast. Time that we welcome to go. Yo, we're just leaving. I think about time that somebody go get them their coat. You know I got all that anthem. Come back in, what you call that add-on. Got anthems and bands with masters. Getting them right like my name was Miranda. I ain't bigger dead than alive. I ain't bigger dead than alive. One more time. This is forever. Remember the legend, he never gon' die. Yeah. I ain't bigger dead than alive. Bigger dead than alive. I ain't bigger dead than alive. Bigger dead than alive. Yeah. I ain't bigger dead than alive. Bigger dead than alive. La la la. Just making sure that you know why. Because this is forever. And there will be no surrender. Yeah.
forever. You know, this right here forever. No surrender, it's forever. You know, this is forever. And there will be no surrender. Yeah. You know that this right here forever. No surrender, it's forever. You know this right here forever. No surrender, it's forever. You know this right here forever. So ein geiler Tag und wir haben so viel Spaß gehabt. Bis zur Landung. Fuck, da ist uns anders gegangen. Damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Aber am Ende waren sie ganz entspannt und wollten auch bloß wissen, wie das funktioniert. Am Pass hat uns ein Iraner angesprochen. Eddie hat 15 Jahre in Deutschland gewohnt und uns zu Kebab und Lagerfeuer eingeladen. Und wir haben uns unter freiem Himmel Geschichten erzählt. Und dann haben wir eigentlich erst realisiert, was wir in den 2 Wochen alles erlebt haben und was das eigentlich für ein geiler Trip war. Das erste Mal, wenn man den Berg sieht, das ist auch nochmal ein ganz besonderes Gefühl. Man sieht das und weiß, man wird jetzt die nächsten Wochen werden wir jetzt auf dem Berg verbringen und wird da wirklich alles dafür geben, dass man den Berg besteigen kann, dass man da irgendwie raufkommt. Und was aber da dann alles am Berg passiert, das kann man sich im Kopf noch gar nicht so richtig ausmalen eigentlich. Tja, komm. Da liegen überall Klamotten rum. Jetzt schon 20 Meter noch. Diese Gesten der Kasse.
Wir sind relativ spät eingestartet in die Etappe und aufgrund von der Sonne, die in den Kessel eingekürzt ist und unser richtig schweres Gepäck, hat es uns dann irgendwann voll zusammengehauen. Es war wirklich ein richtig harter Kampf. Wir sind jetzt am Basecamp 2 fast. Vielleicht gehen wir da oben. Ich will jetzt wieder mal, was es halt kurz zum Essen gibt. Gleich gibt's Nudeln in Kräutersauce. Das wird richtig gut schmecken. Ich bin halt so hier. Und warum bist du halt so hier? Weil wir, also nicht die Etappe, die war eigentlich fast gar nicht so lang. 800 Höhenmeter, 4 Kilometer, aber irgendwie sind wir alle gestorben halt. Und ich besonders. Ja, aber and out. Hello, here is Swiss skiers. We are off Camp 2. The weather was really stormy, but we're feeling good. Can you give me please the weather forecast for tomorrow for Camp 3? Wir sind jetzt da aktuell im Camp 2 auf 5300 Meter. Gestern war unsere bislang längste Etappe mit knappen 10 Stunden. Wenn wir einen Haufen an Gepäck mitschleppen müssen. Die Rucksäcke waren wirklich wieder teufelsschwer. Ja, es ist faszinierend, wie nah beieinander hoch und tief da beim Höhenbergsteigen sind. Gestern habe ich mir noch gedacht, dass ich zusammenbrich und wirklich fast stirb. Und heute sind wir jetzt gemütlich vor unserem Zelt gehockt, haben einen Cappuccino getrunken, haben Cognac aus dem Flachmann getrunken und haben wieder unser Gaudi gehabt. Und da sieht man einfach, wie brutal das komprimiert ist, einfach diese ganzen Emotionen, die man da durchlebt. Da haben wir eigentlich alle richtig schlecht geschlafen, waren wir eigentlich ziemlich platt geworden. Also eigentlich war es schon wieder mal zu viel für unsere Körper. Ja, und halt dann in der Nacht bei dem Sturm ist einfach nur mehr eine runtergerumpelt. Die ist nicht ganz so weit runtergekommen, aber eigentlich auch genau da, wo wir zuerst ein paar Stunden vorher noch gegangen sind. Also die hat genau den Weg erwischt. Also der Nordhang, der ist unberechenbar, was die Lawinen gerade betrifft. Und da es ein schlechtes wiederkommt oder da stürmisch wird, das haben wir ja gewusst, aber sowas, das war ja abartig. Also es sind Orkanböen durchgegangen. Es hat eigentlich, also Teile von Zelte hat es komplett weggewaht. Und das Schlimmste war einfach das Geräusch, das du vorher schon gehört hast, dass jetzt wieder eine Böe kommt. Und eigentlich haben wir beim ersten Mal alle gemerkt, dass es eine Mordstrom-Lawine ist, weil es so extrem laut war. Ja, ein Zelt hat uns oft getroffen, mit eigentlich einem relativ großen Stein, das was als Verankerung für das Zelt gewesen ist. Das hat auch noch in Philipp fast erwischt beim Kopf. Das war einfach die beschissenste Nacht meines ganzen Lebens. Ich habe mich eigentlich noch nie so gefürchtet.
Nichtsdestotrotz haben wir irgendwie weitermachen müssen. Noch am zweiten Tag, am Nachmittag, haben wir via Funk mit Camp 1 irgendwie die Wetterupdates so gut wie möglich eingeholt. Und da hat es einfach diesmal geheißen, dass jetzt die Schlechtwetterfront, die was für 4 Tage, also in 4 Tage kommen sollte, dass die viel früher kommt und dass uns jetzt die Zeit wegläuft. Wir haben gewusst, es wird der 7000er kaum mehr möglich, weil wir einfach da noch mindestens 3 Shiny Tage, wenn da nicht 4 Shiny Tage braucht hätten, damit wir uns wirklich gut akklimatisieren. Und wir haben eigentlich gerade noch 2 Tage gehabt. Im Team dann kurz beratschlagt, sind wir einfach auf einen Plan B gekommen und haben gesagt, gut, ein Gipfel muss werden, zumindest eine runde Zahl. Und wir machen von Camp 2 Schuss auf, also in einem Zuge in Pic Racenaia mit 6140 Meter. Wir gehen extrem leicht, sprich wir sind dann viel schneller und können das in einem Tag von Camp 2 wegziehen. Angedacht war das einfach dann für den 3. Tag. Am Sattel bei unserem Skidepot war dann einfach der Sturm alle Sekunden bei uns. Also unser Begleiter für den Tag war einfach der Sturm mit Spitzen bis zu 120 km/h und das hat das Ganze noch anstrengender gemacht, als was das Höhenbergsteigen schon ist. Wir haben dann trotzdem den Weg weitergemacht Richtung Gipfel Pic Racenaia. Ungefähr auf 5,8 war dann der letzte lange Anstieg mit 300 Höhenmeter vor uns. Unten war eigentlich kurz die Stimmung schon mal so, dass eigentlich die Kräfte schon fast am Ende waren. Trotzdem haben wir uns noch mit zusammengerissen und gesagt, der Gipfel, der 6000, der geht noch. Und wir haben noch mal alle Kräfte mobilisiert und sind ihm in den letzten Anstieg eingestartet. Endlich haben wir es geschafft. Wir stehen am Gipfel oben bei Traumbedingungen. Gut, bis auf den Wind, der uns um die Ohren pfiffen ist. Aber wir stehen da oben und die ganze Anspannung von den letzten Tagen fällt uns einfach von den Schultern runter. Ja, da drüber.
Für mich war das ganze Expeditionsabenteuer im Vorhinein klar, dass es für mich nicht um den Gipfel geht, sondern für mich geht es um den Weg zu dem Gipfel und um das Erlebnis. Wir haben Freundschaften gebildet, sau viel Blödsinn gemacht. Ich erzähle es doof an, aber ich kriege schon langsam wieder Hunger. Wir haben Höhen und Tiefen gehabt, wir haben eine wunderschöne Natur gehabt, wir haben Leute kennengelernt, die was so fern von dem Ganzen sind, was wir für selbstverständlich halten. Wir haben in der freien Natur geschlafen, wir haben überall, was uns gerade getaugt hat, ein Feuer anzünden, coole Nächte verbracht unter Sternenhimmel. Uns viel angestrengt, aber viel schöne Sachen erlebt in einer gewaltigen Natur unter sehr freundlichen Leuten. Und genau das war irgendwie mein Wunsch dort für diese Reise und es hat genau passt. Ein Brief an die Freiheit bedeutet, sein Erlebtes, seine Gedanken niederzuschreiben und damit andere zu inspirieren, ihre Geschichten zu erzählen. Wir stellen uns nicht die Frage der Motivation. Die Motivation sind wir selbst. Wir leben im Hier und Jetzt. Wir möchten Erfahrungen sammeln und unsere Grenzen austesten, Momente gemeinsam erleben und miteinander teilen. Die Zeit, sagen wir, der Tag hat seine 24 Stunden und das muss man sich vorstellen wie einen leeren Kasten oder wie ein leeres Regal. Und was wir in diesen 24 Stunden in dieses Regal hineinstellen, das ist uns überlassen. Und da muss man eben das Beste draus machen. Also ich bin der Meinung, dass es früher viel einfacher war, frei zu sein, weil wir waren nicht so gehetzt mit dem heutigen Gesellschaftssystem. Wir haben nicht vom Basislager den berühmten Meteorologen Charlie Gabel mit dem Satellitentelefon anrufen können, soll man morgen am Gipfel gehen oder übermorgen, sondern wir sind einfach aus dem Bauch herausgegangen und da war es leichter, frei zu sein.
Also ich glaube, dass heute die Freiheit noch viel wichtiger ist. Natürlich sind wir in den westlichen Ländern, haben das Privileg, unsere Freiheit viel mehr ausleben zu können. Und das wissen viele, die das Privileg haben, vielleicht auch gar nicht zu schätzen. Wahre Freiheit ist für mich, dass man seine Träume lebt. Und um seine Träume leben zu können, muss man auch oft Grenzen überschreiten. Ich bereue eigentlich gar nichts. Ich bereue höchstens, dass ich nicht noch mehr in diese Richtung gemacht habe.